Herzlich willkommen. In diesem Video teste ich das neue WalkingPad Z3 Hybrid Plus. Es ist mein erstes klappbares Laufband mit seitlichen Griffen und ich kann dir jetzt schon sagen, dass dieses Modell für viele Menschen interessant sein wird. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich teste und vergleiche die besten Produkte für zu Hause und versuche dabei immer etwas Besonderes für meine Zuschauer herauszuholen. Dazu später mehr. Das Laufband hat eine Gesamtlänge von 147,2 und eine Breite von 76,5 cm. Dank der in der Höhe verstellbaren Griffe kannst du die Höhe zwischen 101 und 151,5 cm an deine Körpergröße anpassen. Die Maße der Lauffläche beträgt 120 x 44 cm. Belastbar ist es bis zu einem Körpergewicht von 110 kg. Ausgepackt wiegt das Laufband knapp 39 und mit Verpackung 45 kg, wodurch es bei der Lieferung 2 starke Personen benötigt. Es wird fertig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit. Zusammengeklappt verkürzt sich die Länge auf 19,5 cm. Die Höhe und Breite bleiben gleich. Im Lieferumfang sind neben dem Laufband selbst ein Netzkabel, eine Fernbedienung inklusive Handschlaufe und Batterie, ein Fläschchen Öl, ein Safety-Stecker sowie ein Sechskantschlüssel enthalten. Mit dem Schlüssel kannst du bei Bedarf hinten am Laufband den Laufgurt spannen oder lockern. Durch die großen Transportrollen lässt sich das Laufband super durch den Raum ziehen. Ich nutze hier die rutschfeste WalkingPad Bodenschutzmatte darunter, um den Boden zu schützen. Um die seitlichen Griffe montieren zu können, müssen die Schutzabdeckungen entfernt werden. An dem L erkennst du, dass es der linke Griff ist. Dieser kann dann einmal umgeklappt werden und schon ist er montiert. Er kann anschließend auch einfach am Laufband befestigt bleiben, wenn du es verstauen möchtest. Auf der anderen Seite funktioniert es genauso. Das ganze Konstrukt wackelt zwar leicht, aber ist definitiv stabil genug. Bevor sich das Laufband überhaupt starten lässt, muss der Sicherheitsstecker vorne angebracht werden. Das Gegenstück soll dann an deiner Kleidung befestigt werden und sobald du daran ziehst, stoppt das Laufband sofort. Diesen kannst du beim Verstauen einfach ins Ablagefach am Griff legen. Es lässt sich zwar nicht ganz schließen, aber es ist ausreichend und du sparst dir einen Schritt beim Auf- und Abbau. Daneben kannst du auch die Fernbedienung verstauen. Ohne den Stecker lässt sich das Laufband nicht starten. Während des Trainings kannst du in das Fach zum Beispiel auch dein Smartphone stellen. Dann habe ich die Schutzfolie entfernt. Hier ist mir direkt aufgefallen, dass die WalkingPads immer hochwertiger werden. Das Display wirkt wertig und auch die neuen WalkingPad-Schriftzüge auf der Lauffläche sind ein schönes Detail. Dann kannst du es mit dem Strom verbinden. Achte nur immer darauf, dass die Lauffläche komplett aufgeklappt ist, bevor du es einschaltest, um elektrische Schäden zu vermeiden. Trenne es genauso erst immer vom Strom, bevor du es wieder zusammenklappst. Vor dem ersten Lauf solltest du die Fläche ölen. Schneide die Kappe von dem mitgelieferten Schmieröl ab und klappe das Laufband halb auf. Verteile dann auf der gesamten Breite etwas Silikonöl. Das schont das Laufband und reduziert die Reibung. Das hat für dich den Vorteil, dass es leiser und geschmeidiger läuft. Viele fragen unter meinen anderen Videos nach dem Ölintervall, also wie oft ich die Laufbänder schmiere, und ich gehe hier immer nach meinem Gefühl. Wenn du mehr Reibungsgeräusche wahrnimmst, öle die Lauffläche einfach wieder. Außerdem öle ich es etwas, wenn ich das jeweilige Modell länger nicht benutzt habe. Danach ist es wichtig, das Öl einmal zu verteilen. Dazu startest du einfach das Laufband und erhöhst die Geschwindigkeit. Der Rest erledigt sich von selbst. Du siehst, man kann das Laufband, auch ohne dass jemand darauf geht, laufen lassen. Wenn du die Stopptaste drückst, wird das Laufband gleichmäßig langsamer, bis es zum Stillstand kommt. Gerade hast du gesehen, dass es mit Griff bis 10 km pro Stunde schafft. Ein Hybrid hat natürlich zwei Möglichkeiten der Nutzung und deshalb zeige ich dir hier, wie du in den Walk-Modus wechseln kannst, um ihn beispielsweise am Schreibtisch zu verwenden. Den Anwendungszweck zeige ich dir gleich noch. Erstmal solltest du die Griffe umklappen. Wie eben erwähnt, musst du diese nicht mehr abmontieren. Dann musst du die beiden Hebel links und rechts nach oben ziehen. Diese sind relativ fest, wodurch du etwas mehr Kraft anwenden musst. Danach ziehst du den Griff aufs Maximum aus und drückst die Hebel wieder runter. Auch hier brauchst du wieder etwas Kraft. Um den Griff umklappen zu können, musst du noch die beiden Drehhebel auf beiden Seiten lösen.
Dann kannst du ihn hinlegen. Hier bestätigt der Piepton den Wechsel in den G-Modus. Anschließend kannst du es wieder festdrehen. Wichtig ist auch, dass der Sicherheitsstecker drin bleibt, weil das Walking Pad sonst nicht startet. Das hatte ich schon beim Walking Pad R2 bemängelt, aber dank des Ablagefachs ist es halb so schlimm. Und du siehst, hier kannst du maximal 6 km pro Stunde einstellen. Das ist gesetzlich reguliert und auch gut so, weil es keinen Notstopp gibt. Wenn du es am Schreibtisch verwendest, hast du immerhin diesen, um dich daran festzuhalten. Jetzt zeige ich dir noch schnell den Abbau. So, wichtig, immer erst den Stecker ziehen. Klappe die hintere Lauffläche um. Hier hörst du schon, dass sich noch ein extra Klebstoff zwischen den beiden Hälften befindet. Dieses Abziehgeräusch ist also normal. Dann musst du den Griff wieder einfahren. Anschließend kannst du es verstauen. Hier siehst du, wie leicht es sich verschieben lässt, dank der großen Transportrollen. Diese sollte man nicht unterschätzen, auch wenn es sich nach keinem wichtigen Detail anhört. Lagern kannst du es im Stehen, zum Beispiel hinter einer Tür oder in der Ecke. Aber auch im Liegen, falls du eine hohe Couch oder ein hohes Bett hast. Die Standfüße lassen sich rausdrehen, um Bodenunebenheiten auszugleichen. Hier zeige ich dir einen möglichen Einsatz im Alltag. Am höhenverstellbaren Schreibtisch hilft dir der ausgefahrene Griff sogar sehr gut, das Laufband zu platzieren. Daher ziehe ich ihn vorher aus und kann es so ganz leicht unter den Tisch schieben. Am Griffende hast du auch kaum Belastung, was den Rücken schont. Das sind alles kleine Details, die dir die Routine erleichtern. Klappe dann die Lauffläche um und achte darauf, dass das Laufband vorne und hinten zentriert liegt, damit beim Gehen keine Reibung an den Seiten entsteht. Verbinde es mit dem Strom und dann kann's losgehen. Hier starte ich das Laufband ganz normal über die Fernbedienung. Du kannst es aber auch im Nachhinein noch mit der KS Fit App verbinden, die ich dir in dem Zusammenhang kurz vorstellen möchte. Erstmal musst du auf das Plus in der Ecke tippen, um das Laufband zu suchen. Dann kannst du es verbinden und siehst aktuelle Daten des Laufs. In der App kannst du die Geschwindigkeit präziser einstellen. Oben kannst du 3 Geschwindigkeiten als Favoriten speichern, die du dann per Knopfdruck einstellen kannst. Wenn du den Lauf beendest, bekommst du eine Zusammenfassung und kannst diese an deine Health App weiterleiten. In den Einstellungen kannst du eine Kindersicherung aktivieren, wodurch es sich nicht mehr starten lässt. Dann kannst du die Ohne-Last-Stopp-Funktion einstellen, damit das Laufband ohne wahrgenommene Belastung nach kurzer Zeit automatisch ausgeht. Und ganz neu, was mir sehr gut gefällt, du kannst das Laufband stumm schalten, was eine sehr sinnvolle neue Option ist, wenn man frühmorgens oder spät abends noch ein paar Schritte sammeln möchte. Daran sieht man, dass die Firma auf das Feedback der Leute hört. Kommen wir zu meinem Lautstärketest. Hier teste ich die Lautstärke aller Geschwindigkeiten und habe es nebenbei noch an ein Strommessgerät gehangen. Beides siehst du rechts vergrößert und ich blende dir Vergleichssituationen zu dem Geräuschpegel ein, damit du es ungefähr einschätzen und vergleichen kannst. 2 km/h. 3 km/h. 4 km/h. 5 km/h. 6 km/h. 7 km/h. 8 km/h. 9 km/h. Maximum 10 km/h. Die Griffe funktionieren auch sehr gut. Sie geben einem ein sicheres Gefühl. So, Stopptaste. Schön festhalten. Abschließend habe ich es noch im 10.000 Schritte Dauerbelastungstest. Das lasse ich dir im Zeitraffer durchlaufen. Hier oben siehst du die horizontale Ansicht der KS Fit App und wie viele Kalorien du am Schreibtisch verbrennen kannst.
Den Test hat es ohne Probleme bestanden. Es brauchte so circa 2 Stunden, um auf die 10.000 Schritte zu kommen und um ungefähr 500 Kalorien zu verbrennen. Kommen wir zu meinem Fazit. Das Laufband korrigiert viele kleine Mängel der vergangenen Walking Pad Modelle. Darunter die Möglichkeit, den Piepton auszuschalten und die großen Transportrollen. Es ist ideal zum Gehen, leichten Joggen und für moderate Laufworkouts. Die Griffe geben einem viel Sicherheit, gerade bei freien Läufen abseits des Schreibtisches. Ich würde es also nicht nur Senioren und Personen mit Gleichgewichtsproblemen empfehlen, sondern jedem, der sich gerne mal festhält. Wenn man den Griff vorne greift, wie es viele andere Laufbänder haben, kommt man automatisch in eine vorgelehnte Laufposition, was durch die seitlichen Griffe wegfällt. Meine Eltern haben beide jeweils ein Walking Pad und ein Problem ist, dass sie sich ohne Griff relativ unsicher auf dem Band fühlen, zum Beispiel wenn sie es vor dem Fernseher benutzen. Meine Mutter stellt sich immer 2 Stühle daneben, um sich festzuhalten. Auch viele, die die Walking Pads bei mir zum ersten Mal getestet haben, haben immer direkt intuitiv eine Möglichkeit zum Festhalten gesucht. Daher sind diese seitlichen Griffe definitiv für viele Personen sinnvoll. Super ist auch, dass du die Griffhöhe auf alle Körpergrößen anpassen kannst. Wenn du Interesse an dem Walking Pad hast, kann ich dir aufgrund meiner Partnerschaft einen 160€ Gutschein anbieten, den du automatisch aktivieren kannst, indem du dem Link in der Videobeschreibung folgst. Im Warenkorb wird der Betrag automatisch abgezogen. Dieses Modell war erst einmal kurz in Deutschland verfügbar, war dann aber direkt ausverkauft und laut meinen Informationen wird es ungefähr Mitte Februar verfügbar sein. Du siehst es ja im Shop und wenn du gerne von mir informiert werden willst, sobald es verfügbar ist, schreibe einfach einen Kommentar mit „Bitte informieren“ oder ähnlich und ich schreibe dir, wenn die nächste Lieferung da ist. Ich weiß auch nicht, wie viele geliefert werden und wie hoch die Nachfrage ist, daher kann sich schnell sein lohnen. Insgesamt fällt mir nichts ein, was man an dem Modell noch verbessern könnte. Das Display zeigt dir Zeit, Schritte, Distanz, verbrannte Kalorien und die Geschwindigkeit an. Persönlich laufe ich nicht schneller als 10 km pro Stunde, aber für ambitionierte Läufer wird das nicht ausreichen. Dafür gibt es aber andere passende Modelle. Also, wieder mal hat mich das Laufband sehr überzeugt. Danke dir fürs Zusehen und viel Erfolg bei deinen Fitnesszielen. Danke auch an Kingsmith, dass ich das Modell testen durfte. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.